Ja, herzlich willkommen zu meinem Spot-Report hier auf Sardinien und zwar am Spot Porto Pollo. Heute sind wir am windreichsten Spot in Sardinien angekommen und da dieser Spot sich in zwei Bereiche aufgliedert, gibt es auch zwei Spotberichte. Einen für Kitesurfer und einen für Windsurfer und Wingfoiler. Wenn man über Wind- und Wingfoilen im Norden Sardiniens spricht, kommt man um diesen Hotspot nicht herum. Auch wenn sich hier so einiges am Strand und auf dem Wasser tummelt, findet man immer genug Platz in dieser riesigen Bucht von Porto Pollo. Kommen wir aber erstmal zur Übersicht. Insgesamt habe ich auf meiner Inselrundfahrt mit dem Camper so einige Spots besucht. Und über alle werdet ihr hier auf meinem Kanal einen entsprechenden Spot-Report finden. Porto Pollo an der Meerenge der Straße von Bonifacio hat aufgrund seines Leitplankeneffekts eine hohe Windausbeute. Wegen der umliegenden Landmassen kann es hier aber auch immer mal ganz schön ordentlich ruppig werden. An windfreien Tagen kann man hier so einiges machen. Im Westen das Capo Testa mit bizarren Felsformationen zum Wandern und Erkunden und das Archipel La Maddalena östlich gelegen, laden zu Motorbootausflügen und Stand-Up-Paddle-Touren ein. Bis zum Flughafen und dem Fährhafen Olbia sind es ca. 50 Minuten Fahrt. Für uns Wingfoiler und Windsurfer ist die rechte und die linke Seite der Bucht erlaubt. Man hat also echt viele Möglichkeiten aufs Wasser zu gehen. Von der Windrichtung her ist hier fast alles möglich. Die vorherrschenden Windrichtungen sind aber im Frühjahr und im Hochsommer der Mistral sowie Poniente. Im Sommer und Herbst setzt zusätzlich der Levante immer mehr mit ein. Hindernisse im Wasser, Fehlanzeige. Durch den schnell abfallenden Grund ist Foilen hier ein echter Genuss. Gehen wir jetzt aber einfach mal in meine Originalaufnahmen und schauen uns die Infrastruktur vor Ort an. Über den Damm kommt man zum einzigen Campingplatz in Spotnähe. Kurz vor dem Damm ist auch der Hotspot des touristischen Geschehens. Hier findest du Beachbars und ein paar ansässige Wind- und Wingfoilschulen. Entlang der rechten Bucht kommst du dann noch zu weiteren erstklassig ausgestatteten Surfschulen. Die Parkplatzsituation an der Zugangsstraße ist innerhalb der Hauptsaison immer kostenpflichtig. Am Womo-Parkplatz direkt am Anfang bekommt man das Tagesticket für 11,50 € und darf nachts hier kostenlos stehen. Versorgung und Toiletten nicht vorhanden. Da der Weg zum Beach nicht unerheblich ist, hier mein folgender Bonustipp. Ja, ein Helfer in der Not, unser Wegelchen. Wenn ihr in Sardinien unterwegs seid, empfehle ich euch auf jeden Fall. Und ihr habt viel Geraffel dabei, wie Anja und ich. Wir haben jetzt hier unser Wingfoil-Equipment plus noch Kitesachen dabei. Und da ist es unabdingbar, so ein Ding mit am Start zu haben. Ihr seht, die Wege sind schon erheblich. Und von daher ist es eine absolute Empfehlung, so ein Teil, wenn ihr mit dem Camper unterwegs seid oder mit einem Bus. Das Ding ist zusammenzuklappen und passt in jede Ecke. Wunderbar. Jetzt geht's aber mal mit Anja und mir aufs Wasser und wir fliegen schnell mal vor zum Strandabschnitt am Damm. Da wir dieses Frühjahr erst angefangen haben mit dem Wingfoilen, war dieser Spot aufgrund des Flachwassers einfach mega. Zum Thema Temperaturen muss man zu Sardinien nichts groß sagen. Ich bin in den 3 Wochen im September nur im maximal 3,2er Neo auf dem Wasser gewesen. Da für uns die Bedingungen mit maximal Kabel auf dem Wasser und beim Wingfoilen die Böen nicht so ins Gewicht fallen, haben wir hier super Fortschritte gemacht. Und wenn ich gerade die Aufnahmen sehe, könnte ich mich sofort wieder ins Womo setzen und hinfahren. So toll fand ich's. Sardinien und Windstatistiken sind wie Surfen ohne Finne, also eher schwammig bis unmöglich. Ich habe wirklich noch nirgends erlebt, dass sich das Windgeschehen so schnell verändert wie auf Sardinien.
Der Vollständigkeit halber noch ein paar Zusatztipps und Infos für windfreie Tage. Und jetzt habe ich mal eine kleine Compilation zusammengeschnitten von ein paar echt guten Fahrern hier am Spot. Wenn euch so ein Spezial in meinen Videos gefällt, schreibt es mir gerne in die Kommentarfunktion. So, mit ein paar Bildern von Anja endet auch schon mein Spot-Report. Wie immer kostenlos, aber nicht umsonst, denn auf meinem Kanal findest du alle Infos wie immer kompakt verpackt. Wenn euch mein Spot-Report gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da und bestenfalls macht ein Abo. Wem es besonders gut gefallen hat, der darf mir auch gerne 50 Cent über den Spendenlink in der Videobeschreibung in der Kaffeekasse hinterlegen. Ich freue mich! Bis zum nächsten Spot-Report.